Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Insider des Tages. Ja, das war also der Papa Hirscher vor der Werbung und hier sind die 3 Insider zur Goldenen von Marcel Hirscher. Das ist Rainer Schönfelder. Freue mich, dass du da bist. Unser Slalom-Ass der Jahrtausendwende, kann man sagen, und der 10 Jahre danach. Dann Edi Finger Junior, legendär vom Namen her, als Sportreporter des ORF und Reporterlegende schlechthin. Und Knut Ogresek, Sportchef von Österreich und unser Olympia-Insider. Edi, wir haben relativ viel Goldene, relativ viel Medaillen schon. Wir sind fast auf Rekordkurs. Wie siehst du diesen sogenannten Goldrausch? Ist das wirklich was Besonderes? Wie kommt es dazu? Ist das Glück oder was steckt da dahinter? Nein, im Sport gibt es natürlich. In Momenten gibt es Glück. Oder Pech, zum Beispiel die Fighter, kommt die Snowboarderin, ich stirb, ja, und die fährt vor mir 100 Sekunden. Nicht? Hätte er 100 langsamer gefahren, hätten beide Gold gehabt, war auch gut gewesen. Nicht? Also, es ist beinharte Arbeit, und man muss auch den ÖSV hernehmen. Der ÖSV fährt ein mit den Herren, unsere Paradedisziplin, muss man ehrlich sagen, war immer die Abfahrt. Ja. Die fahren das schlechteste Ergebnis seit Menschengedenken ein, und es passiert nichts. Geht ganz ruhig weiter, wie wenn im Fußball ein Ländermatch 6-0 verloren wird, dann würden alle zusammenbrechen. Nein, der Schröcksy hat seinen Verband so in der Hand, da wird weitergearbeitet, da macht die Fight die Sensation, und gut, der Marcel ist so und so in einer eigenen Liga. Ich glaube, wenn der fahren würde für Luxemburg oder für Nigeria, der da alles gewinnen. Und dieser Goldrausch ist was Besonderes, in dem wir uns da befinden? Ja, das ist unwahrscheinlich. Also allein wenn ich dran denke, Olympia und so, wir gewinnen, da kriegst du eine Ganzelhaut. Das ist unvorstellbar. Rainer, wie siehst du das? Du warst ja immer ein bisschen ein Rebell des ÖSV, aber auch der Liebling des ÖSV. Du warst auch bei Turin dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie siehst du diesen Goldrausch? Damals ist ja genauso ähnlich gelaufen. Ja, was ist das Besondere an diesem ÖSV-Wunder? Ich habe die Ehre gehabt, in Turin als einer der 3 am Stock halt zu stehen, wo wir ja Gold, Silber und Bronze gemacht haben im Slalom. Das war wirklich legendär und auch für mich eine einzigartige Erfahrung. Aber ich glaube, das Besondere an Olympia ist einfach allein die Tatsache, dass es so alle 4 Jahre ist. Gäbe es Olympia jedes Jahr, wäre das nicht so reizvoll. Als Rennläufer ist es nicht selbstverständlich. Ich habe selber blöd geschaut, wie der Hannes Reichel gesagt hat, dass er das erste Mal bei einer Abfahrt bei Olympia dabei ist. Weil alle 4 Jahre sozusagen diese Veranstaltung noch stattfindet und da muss halt in dem Jahr auch alles passen. Ich muss gesund sein, es muss Material passen, ich muss mich qualifizieren. Und wenn ich Pech habe, habe ich eine Karriere, fahre ich 10, 12 Jahre im Weltcup und bin aber bei Olympia nie konkurrenzfähig gewesen, weil genau in dem Jahr was nicht gepasst hat zum Beispiel. Das macht so besonders. Und warum passt es bei uns her? Na, ich denke, bei uns Österreichern passt es eigentlich immer. Wir haben natürlich eine hohe Erwartungshaltung und eine hohe geschichtliche Vorauszeit, wo wir einfach immer für Medaillen sozusagen, ist fast ein Must-have, dass man eine Medaille nach Hause bringt. Aber es ist so, dass, wie der Edi ja schon gesagt hat, wenn in der Abfahrt sozusagen einmal ein schlechtes Ergebnis stattfindet, dann bleibt man ruhig, man vertraut auf das, was man kann, weil die nächsten Rennen werden es zeigen und man wird das sozusagen wieder kompensieren. Und das ist genauso passiert. Ist der ÖSV mit dem Präsident Schröcksnadler Goldmaschine? Ja, ich würde schon sagen, dass da in den letzten Jahren einiges richtig gelaufen ist. Das zeigen auch die Erfolge, da brauchen wir nicht diskutieren. Wir waren immer schon die Skination Nummer 1 und das ist aber auch, die Skination Nummer 1 zu werden ist das eine, aber sie zu bleiben auf so vielen Jahren, das ist das Schwierige. Und ich glaube, da machen alle miteinander, glaube ich, einen sehr guten Job. Not, wie siehst denn du diesen Goldrausch? Ja, oder diesen Goldboom, den wir plötzlich haben? Ich sehe es genauso. Es ist ja nicht ein plötzlicher Goldboom, wie der Rainer völlig richtig gesagt hat, sondern ich habe vorher gesagt, wir werden 21 Medaillen. Du warst derjenige, der das vorhergesagt hat. Ich habe gesagt, wir werden 21 Medaillen. Auch hier in der Sendung, ja? Wir wären relativ gut auf Kurs. Wir haben aber relativ viel Blechpech, muss man sagen. Ich meine, wir halten jetzt schon bei 6 vergebener Medaillen. Bei 6 vierten Plätzen, die sehr knapp war. Und dann muss man die Anna Gasser noch dazu nehmen, die Snowboarderin, das war ein Skandal, dass den Bewerb überhaupt gestartet haben. Das heißt, aber wir sind auf Kurs noch. Wie viele Medaillen werden es werden? Du hast das heute wieder nachgerechnet. 18, 19 Medaillen. 18, 19 Medaillen. Nur das wären... Also nicht so gut wie beim Schöni. Ja, Gott, das Turin war ja Wahnsinn. Das Turin war natürlich ein Sonderfall, aber eigentlich so, dass wir stolz sein können. Wobei es natürlich auch noch sein kann, wenn wir Gold, Silber, Bronze im Slalom haben, dann verbessert sich natürlich und der Marcel schafft 3 Goldene.
Ja, also im Slalom sollte er eigentlich auch noch Gold haben. Warum das? Das muss ja eine irre Belastung sein. Ich meine, der war ja unter einer Wahnsinnsbelastung, oder? Das ist ja, das muss man sich einmal vorstellen. Ja? Vielleicht, Rainer, dass du uns das einmal erklärst. Das muss ja ein irrer Stress sein, der da auf einem drauflastet, wenn man weiß, man muss Gold holen, man hat nur eine Chance. Ja, das sind so und so viele Tore, wo man nicht einfädeln darf, etc. Wie bewältigt man sowas mental? Wobei ich glaube, der Marcel genau da seine Stärke zeigt. Man hat ja eine Reaktion an der ersten Goldenen bei der Kombination gemerkt, dass er das ja gar nicht so emotional aufgenommen hat. Also es war selbstverständlich wie ein normaler Weltcupsieg. Ich glaube, das wird ihm viele Jahre später mehr bewusst sein, was er da eigentlich geleistet hat. Klar war, alle erwarteten Gold, und wenn er es nicht Gold liefert, dann ist in seiner großen Sammlung seiner Erfolge ist irgendwas abgängig. Aber er hat das in einer Bravour gemeistert, indem ich glaube, er sich nicht aufs Ergebnis und auf Gold und auf das danach konzentriert, sondern ihm geht es einfach darum, um den perfekten Schwung. Ich glaube, es ist ihm egal, was rundherum passiert, und er hat, glaube ich, auch ganz andere Ziele. Denn auch wenn er ein perfektes Rennen fährt und der Goldene fährt, dann wird er insgeheim vielleicht sich sogar denken, ich kann es mir vorstellen, das geht noch schneller. Und das ist so der Fokus. Und deswegen kann er auch aufgrund dieses Fokus auf das, was er machen möchte, immer schneller und noch besser werden und den perfekten Schwung noch besser auszureizen mit seinem Team und mit seinem Material. Ich glaube, das hält ihn so fokussiert, dass ihm das ganze Affentheater herum einfach völlig Das heißt, er spürt den Druck, den er da drauf hat von der ganzen Welt, den spürt er nicht. Den spürt er schon, aber nur auf den Kanten, bei den Skiern. Dort hat er den Druck drauf und dort soll er hin. Edi, wie siehst du das? Ich glaube nicht ganz. Also ich muss sagen, ich bewundere ihn. Zum 3. Mal bei Olympia, fährt hin ohne Goldmedaille, ist die absolute Nummer 1 der Welt. Und ganz Österreich erwartet eine Goldene. Und der ist ja nicht deppert, das weiß er, dass die Leute das wollen. Ich meine, das ist nicht böse vom Kantendruck. Dann fährt er hin und dann holt er die erste Goldene. Und da war für mich klar, das war die Befreiung. Die Kombi-Goldene, das war der Schlüssel. Jetzt geht Olympia toll weiter. Ja, aber wie hast du das gesehen? Weil wenn das der Hermann Mayer gewesen wäre, der hätte seine Nummer zerrissen und der wäre gekauft und das war halt Darf ich nur sagen, du kennst ihn ja besser. Ja. War der schon einmal besoffen in seinem Leben? Nein. Das interessiert mich wirklich. Nein, war er nicht. Okay, also da musst du noch mal. War er bei dir besoffen? ist er sehr diszipliniert. Ne? Schon damals. Aber allein die Reaktion... Entschuldigung, so ist bei Hermann eingefallen. Nein, aber er hat schon völlig recht. Ja. Das heißt, er ist einfach so diszipliniert. Das heißt, geht so wie wir beide. Also der hält sich einfach zurück. Ja. Edi, schafft er die 3. Goldene? Ja. Er schafft sie. Aus einem Grund. Nicht, weil er so gut ist, sondern er hat ja alle seine Gegner zerstört. Der hat sie mit seinem Können, mit seiner Fahrtechnik, so wie es richtig sagt einer, der ist jetzt die Nummer 1. Also ich glaube sogar, wenn der Christoffersen den Tag der Tage hat, dann ist er halt nur 3 Zehntel hinten. Aber ich glaube, er ist unschlagbar. Rainer, schafft er die 3. Goldene? Ja, er hat wahnsinnig viel Rückenwind. Ich weiß selber, was es heißt, wenn man mal ich kann mich noch gut erinnern, wie ich meine erste Medaille bei Großereignissen, die Silbermedaille im Slalom gemacht habe, da geht der Ruck. Da fährt man mit einer wahnsinnigen Leichtigkeit, es macht noch mehr Spaß. Obgleich ich sage, der Christoffersen sehe ich auch den einzigen, dass ihm das streitig machen kann, und der hat auf seiner Seite eine Rechnung noch offen, nämlich in der ganzen Saison, er war oft Zweiter. Der ist der Einzige, dass er mit einem Sterntag ihm das sozusagen ein bisschen streitig machen kann, aber ich glaube auch, dann legt der Marcel noch eine Scheife zu und dann ist er halt nicht so weit vorne, aber ich glaube, dass er es müsste schon was Externes, ein Fehler oder was Gröberes passieren, aber wenn es halbwegs normal abläuft, dann hat keiner Chance. Und Rainer, schaffen wir am Donnerstag, glaube ich, das, was du in Turin so genial vorgelegt hast? Gold, Silber, Bronze, alle 3 Medaillen für Österreich? Das sage ich ganz klar, das glaube ich nicht, dass wir das schaffen. Schon allein aus Eigenschutzgründen. Theoretisch hätte man den Matt, theoretisch hätte man den Fehler, ne? Ja, wir hätten das, die Rahmenbedingungen sind nicht schlecht, aber Fehler, da muss vieles zusammenpassen, wobei den Fehler darf man bitte nicht unterschätzen. Er hat selber gesagt, ein angeschossener Elefant, aber ist am schlimmsten. Und der ist tatsächlich ein angeschossener richtig. Elefant. Also es kann passieren, aber ich glaube es nicht. Knut, schafft er die 3. Goldene, der Marcel? Das habe ich schon gesagt, weil in Wahrheit war die Kombi war am überraschendsten, da hat er den größten Druck gehabt, dann hast du gesehen, die Erleichterung, den Riesendorlauf musste er gewinnen. Der hat also so eine Serie, wie er gehabt hat in den letzten 3 Jahren, ist ja unfassbar. Ja? Also wenn es eine Gerechtigkeit gibt, dann hat er dieses Gold gewonnen. Das wäre so ungerecht gewesen, wenn er das jetzt wieder nicht gewonnen hätte. Und die 3. Goldene wäre dann überhaupt Gerechtigkeit? Ja, oder wäre das schon wieder ungerecht? Er ist natürlich der Beste, aber da ist er weit nicht zu überlegen als im Slalom, als im Riesendorlauf. Also du sagst, Hirscher holt die 3. Goldene und wird damit praktisch unsterblich. Und dann ist nur noch die Frage, holt er auch noch die 4. Goldene? Tritt er tatsächlich noch für den Teambewerb an?
oder haut er da den Hut auf und haut ab? Was sagst du, Rainer? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ja schon ein bisschen kommuniziert worden, dass er sich dann gleich auf der Kranjska konzentriert. Es geht noch um eine fertige Saison und da sieht man wieder seinen Fokus. Für ihn ist Olympia nicht jetzt das größte Ding, sondern er denkt ja jetzt in seiner Planung schon an die Saison fertig zu fahren. Es gibt noch Kugeln zu verteilen und auch die große Kugel und das möchte er heimfahren. Und das ist ihm wichtiger als eine 4. Goldene? Das glaube ich auch. Knut? Ja, ich glaube auch, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass es sehr pragmatisch sieht. Ich glaube, die Chance, dass wir auch mit Marcel Hirscher den Teambewerb gewinnen, ist nicht so groß. Das heißt, und der ist so ein Profi, er will sich nicht blamieren. Ja, ob sie. Nein, er will sich nicht blamieren. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, wenn er mit 3 Goldenen heimfährt und sich dann ganz in Ruhe auf Kranjska vorbereitet, er will das volle Glasl nicht ausschütten. So ist es. Edith, dein Schlusswort? Ich sehe es ganz anders. Ich glaube, wenn wir ein Team hätten, wo der Marcel glaubt, wir haben echte Goldchancen, fährt er mit. Weil es hat noch nie einer viermal Gold gewonnen und das wird er machen. Das wäre ja das. Ist er über Toni Seil und über alle, über Jean-Claude Killy. Aber unser Team, das hat der Knut richtig gesagt, ist im Moment kein echter Goldfavorit, selbst mit Marcel Hirscher nicht. Und da konzentriert er sich wahrscheinlich, so wie du gesagt hast, lieber auf seinen Weltcup und macht den sicher, da macht er den Sack zu. Den er schon gewonnen hat, also den Weltcup kann er eigentlich nicht mehr verlieren. Nein, theoretisch nicht. Wir haben jetzt viel über Marcel Hirscher geredet, über was ihn stark macht, die Hintergründe, höchste Zeit, dass wir das Marcel Hirscher Interview führen. Es ist das Interview, das ich mit dem Marcel vor dem Start dieser Saison über den Dächern von Wien geführt habe. Und ein paar Aussagen, die auch heute noch gültig sind, aus diesem besonderen Interview wollen wir jetzt kurz spielen an diesem besonderen Marcel Hirscher Tag.